Welcher Köder funktioniert denn zurzeit am Bärensee, wenn man frisch hier auf Karpfen ist oder frisch am Bärensee angekommen ist und testen möchte, was funktioniert? Wir testen einfach mal zusammen. Also legen wir los hier am Bärensee, einer der 3 wichtigen Spots, wo hier was gehen kann. Na gut, eine olle Karausche, aber immerhin auch darauf Reaktion. Ich teste gerade, bin jetzt hier seit ungefähr 5 Minuten. Kann das? Ja, noch nicht mal, 2 Minuten. Und die ersten paar Fischis sind da. Ich habe 3 Routen ausgerüstet mit 3 unterschiedlichen Aromen, weil ich ja auch nicht weiß, was hier funktioniert. Das muss man halt testen, wie man das halt macht, wenn man angelt. Also verschiedene Köder reinschmeißen, ausprobieren und wenn wir dann irgendwo ein Ergebnis erzielen, dann optimieren das Ergebnis. Zack, nächster Biss. Also es scheint hier auf jeden Fall was zu funktionieren. Mittlerweile auf allen 3 Ködern, die ich reingeschmissen habe. Erster Köder eher fischig, zweiter Köder eher sahnig und so ein bisschen mehr mit Eiweiß auch nochmal und der dritte eher fruchtig. Also haben wir da 3 verschiedene Aromenarten, alle 3 scheinen gerade zu funktionieren und das auf ganz, ganz simple, klassische Haarmontage. Also die Grundangel-Karpfenmontage, die man als erstes freispielt. Zack, nächster Schuppenkarpfen, jawollo, kann sich sehen lassen. Also direkt wieder raus hier. Wenn du dir denkst, boah geil, Alter, ja wie geht denn das? Einfach mal in die Tutorial-Serie reingucken. Es gibt eine extra Tutorial-Serie. Wie wird man zum Karpfenangler? Und dann gibt es noch mal einen extra, also das ist ein Video und das zweite Video dazu, extra ein Video, Karpfenangeln Praxis, auch noch mal verlinkt. Beide Videos essentiell, dauert insgesamt ein bisschen über eine Stunde, aber danach hat man sämtliche Karpfenangel-Infos zusammen. Wie baut man das Setup auf? Was verwendet man? Welche Haken? Welche Köder? Wie verhalten sich die Fische? Wie verhält sich die Futtermische, die wir auf jeden Fall brauchen? Noch habe ich jetzt hier keine Futtermische. Wir gucken uns erstmal den Spot an, wie er denn hier so in Gänze funktioniert. Und ja, wie gerade schon gesagt, erstmal eben gucken, welche Köder hier als erstes funktionieren. Also, das ist das A und O. Erstmal gucken und wenn wir jetzt gleich sagen, okay, der Köder hier, der funktioniert am besten, dann bauen wir uns auch noch eine passende Futtermische für diesen Köder zusammen und dann optimieren wir das Ganze. Aber erstmal gucken, na, der wird jetzt wieder kleiner. Erstmal gucken, welcher Köder hier die Nase vorn hat. Das heißt, das dauert alles natürlich ein bisschen, bis man dann so einen Spot so ein bisschen analysiert hat. Währenddessen kann es natürlich auch immer wieder passieren, dass 1, 2 oder sogar alle 3 Köder absolut gar nicht funktionieren. Passiert. Das ist halt Angeln, ne? Aber wenn das eben so ist, das heißt, man wirft aus, man wartet vielleicht 10 Minuten und es passiert einfach gar nichts, naja, dann muss man irgendwann einfach den Köder wechseln und etwas anders machen. Wenn man hier 2 Stunden rumsteht und man fängt 5 Fische, macht man einfach was falsch. So funktioniert Angeln nicht. So ist einfach nur Zeitverschwendung und das macht ja auch also das macht überhaupt gar keinen Bock. Nicht ansatzweise. So, komm mal ran hier. Hier jetzt wieder auf der Fishing-Kombination und kurz danach geht die fruchtige Kombination los. Und jetzt geht die sahnige Kombination los. Also offenbar gehen hier alle 3 Köderkombis und das an einen der ultimativen Spots, einer der 3 wichtigen Spots. War ich auch schon lange nicht mehr hier an der Stelle. Ich war häufig sonst auf diesen anderen Spots, auf 5531, 5563 ist es, glaube ich. Ja, wobei hier Sahne liefert gerade die kleinsten. Allerdings liefert fruchtig eben auch gerade die Karausche und die wollen wir ja eigentlich auch nicht. Genau, das war gerade auch fruchtig. Ich tendiere gerade zu diesem fischigen. Die fischige Kombination
Und vielleicht haben wir da sogar die Möglichkeit, damit auch noch die Barbe zu fangen. Denn die Barben mögen auch immer mal wieder gerne diese fischigen Aromen. Also durchaus eine Option. Das wäre doch was. Wo sind wir denn hier? Gucken wir uns doch mal den Spot an und die Spots, die eben sonst auch noch funktionieren. Ja, hier an der Stelle. Das ist einer der wichtigen Spots hier auf 21 Meter Entfernung. Also Koordinaten hier auf E5 4450. Kann man sich schon merken, kann man sich direkt rein tätowieren ins Gehirn, denn das ist wichtig. 4450, 21 Meter passt. Zack, hier oben auf der Map. Also zack, hier vorne in diesem Bereich, knapp hinter die Seerosen hier werfen wir und dann lübt das Ganze hier auch. Und zwar mit den wichtigsten Ködern, die hier funktionieren. Sowas wie Himbeere und Sahne und Muschel und so weiter. Wir gucken uns das gleich im Detail noch an. Auch mit dem Setup, wie es aufgebaut ist. Das ist jetzt hier gerade sogar nur ein Feeder-Set. Normal stellt man sich im Idealfall hier hin mit einer HSV, mit einer Fortuna Carp. Und dann geht es hier so richtig los aufs Karpfenangeln. Die beiden anderen Spots sind hier unten einmal 55, 31 und hier oben 55. Ich meine, es ist 55, 63. Man wirft hier so rüber über so eine Schilfkante, genau hier in der Area. Da geht es wieder los. Okay, also wenn das jetzt hier ein größerer Brocken ist, dann bauen wir gleich eine Futtermische zusammen, passend zu diesem Setup. Gucken wir mal, was dran ist. Ja, auf jeden Fall größer als die bisherigen. Auf den anderen Ködern scheint also hier das Größte zu liefern. Die größten Fische. 3 Kilo. Also, gucken wir uns mal das Setup an. Ich bin natürlich jetzt hier gerade relativ klein unterwegs, weil, wie gesagt, gerade nur mit den Fiederruten und eben auch nur mit der 6000er Rolle hier gerade unterwegs, mit der EVIA. Aber wenn man das vergleicht mit einer HSV, wie gesagt, und der Fortuna Carp, was auch eine richtig, richtig gute Kombination ist, lohnt sich absolut, dann kann man das hier, glaube ich, ganz gut auch so vergleichen. Denn auch damit startet man hier mit 18 Kilo geflochtenen Vorfachsmaterial, mit einem 18 Kilo LED-Core und mit einer Monoschnur 18, 19 Kilo oder um die 20 Kilo kann man vielleicht auch noch nehmen. Und dann ist man damit komplett gut ausgestattet. Schnurkapazitätsmäßig um die 300 Meter müssten auch ungefähr drauf gehen. Also das passt dann ganz locker. Irgendwo ist hier schon wieder was dran. Auf der zweiten Kombi. Jetzt hadere ich natürlich. Gehe ich ins Sahnige oder gehe ich ins Fischige? Ich glaube, ich bleib beim... Ja, eindeutig. Ich bleibe beim Fischigen. Also, das bauen wir gleich um. Und das dritte Setup auch. Und auch das Fruchtige hat nicht so viel geliefert wie jetzt gerade das Fischige. Ja, vom Setup. Klassische Haarmontage ausgewählt. Wie gerade schon gesagt, klassische Haarmontage. So ist das Setup aufgebaut. Einserhaken, einfach zum Testen. Und ganz wichtig, gucken wir uns nochmal die Köder an. Köder und Futtermische. Das ist jetzt das nächste Thema. Wir gucken uns das mal an. Also hier jetzt gerade mit Craft Baits, mit den Pellets. Ganz simpel ausgewählt hier. Also Pellets und Boilies. Wenn du testen willst, du kannst auch nur eins von beiden wählen. Je nachdem, welche Köder du zum Beispiel dann schon in der Tasche hast. Hier die Kombination kann man natürlich auch noch schön mit ein bisschen Feintuning machen oder einfach beides zusammen nutzen, damit beides eben gleichzeitig lockt. Hier jetzt gerade die Kombination Flusskrebs und Krabbe-Muschel. Schon eine ganz altbekannte Kombination, die auch an und für sich immer ganz gerne für Barbe bzw. für die Aralbarbe funktioniert. Was jetzt hier beim Testen super wichtig ist, 14er, 15er Boilies, kleine Pellets. Wir wollen jetzt nicht sofort hier die dicken 20er Boilies und Pellets nehmen, sondern kleiner. Auf jeden Fall kleiner reingehen. Hier, wie gesagt, 14er Bereich
Ihr seht, es gibt immer wieder auch die deutlich größeren. Das kann man nehmen, wenn man weiß, okay, der Spot ist heiß, ich habe eine passende Futtermische, ich habe alles passend. Jetzt lege ich mal eine Route vielleicht mal hier mit groß 24er aus oder 25er Boilies und Pellets. Aber anfangs zum Testen die kleinen Dinger nehmen. Man kann sogar hier die kleinen Achter verwenden. Absolut möglich. Hauptsache man testet erstmal, haben die Fische Bock auf diese Aromatik. Wenn das so ist, ausbauen. Und das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt hier auf Krabbe und Muschel und dafür bauen wir jetzt eine Futtermische. Ich hole jetzt hier nochmal das Setup raus und dann bauen wir jetzt alle 3 Routen gleich auf. So, noch die letzten Komponenten zusammen und dann haben wir hier die Futtermische zusammen. Alles zusammen getüdelt. Gucken wir uns gleich im Detail nochmal eben an. Dann haben wir hier noch den Ebs, Flusskrebs, jawohl. Und dann haben wir jetzt hier die Krabbe und den Ebs. So, Krabbe und Krebs. Das ist jetzt hier eine klassische Mische. Ich habe jetzt kein PVA genommen, weil die meisten, die ja anfangen, am Bärensee zu angeln, natürlich kein PVA verwenden können. Aber brauchen wir auch nicht, denn wir werfen ja nur 21 Meter weit aus. Und wenn wir maximal auswerfen, kommen wir auf ungefähr 20 Meter. Wir haben einen Wirkradius von 2,5 Meter. Das heißt, wir sind immerhin noch im Radius drin. Und das Ganze weißt du natürlich schon, weil du hast ja auch schon die Tutorial-Serie zum Karpfenangeln geguckt. Von daher muss ich das ja gar nicht erzählen. Weißt du doch schon. Also, zusammengebaut. Erbse als Basis. Immer wieder gut für Karpfen. Flusskrebs, Feed Pellets und Krabbe Feed Pellets. Flusskrebs hier jetzt nochmal als Soße anfertigen. Raus damit. So, hier ist die Futtermische. Nochmal schön ein bisschen Energie hochpushen und dann maximal auswerfen. Und jetzt werfen wir hier natürlich so erstmal ein paar Bällchen rein. 3, 4, 5. Na, wie viele werfen wir? Richtig. Fangen wir erstmal an mit 10. Und wenn es 12 oder 15 sind, ist es auch nicht so schlimm. So, Spot ist angefüttert. Und jetzt raus mit den Ködern. Wie gerade schon gesagt, alle 3 gleich aufgebaut. Zack, zack, zack. 1, 2, 3. Und jetzt heißt es abwarten und gucken, wie das Ganze wirkt. Und welche Fische eben jetzt auch noch darauf reingehen. Zack, Schnur straff ziehen. 1, 2, 3. Clip ist auch zu, jawohl. 1, 2, 3. Also dreimal das Setup jetzt exakt so aufgebaut. Flusskrebs Pellets und dann hier die Soluble, die auflösenden Krabben- und Muschelboilies, die nochmal besser wirken, nochmal besser locken. Und das Ganze hier natürlich mit einem geflochtenen Vorfachsmaterial. Klar, weil wir haben ja hier auch sinkende Boilies. Das heißt, das Vorfachsmaterial passt sich schön im Untergrund an. Und natürlich auch die passende Farbe zum Untergrund vom Blei und vom Leadcore. Auch das ist natürlich wichtig. Aber auch das weißt du ja schon, weil du ja die Tutorials schon gesehen hast. Klar. So, und jetzt heißt es abwarten und rausziehen die Brocken hier auf... Ja, einfach nur auf Flusskrebs. Und ich hoffe jetzt natürlich auch, dass hier noch ein paar Barben reingehen. Wenn hier ein paar Barben reingehen, mega gut. Da werde ich ja auf jeden Fall noch weiter durchziehen, denn mit Glück geht dann auch noch die Albino-Barbe rein. Und demnächst teste ich hier auf jeden Fall auch nochmal auf Barbe. Einfach ganz gezielt, ob hier sich die Barbe auch nochmal mit verschiedenen Naturködern locken lässt. Also sowas wie ein Tauwurm oder einfach hier auf dem Weizenkorn und so weiter. Da haben wir doch auch schon direkt den ersten Biss. Irgendwas zuppelt hier. Und zieht ab. Jawohl, das ist doch schon gut. Das ist doch gut. Also, wir haben eine Köder-Kombi. Wir haben einen Spot. Wir haben eine Futtermische. Zack, da geht es wieder los. Jawohl. Und jetzt heißt es Kescher voll machen, Prozente machen, Karpfen angeln. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, hoppala, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.